Da haben wir jetzt also einen großartigen Stoffkoffer mit den Trainingsstoffen Kong und da platzieren wir jetzt gleich unterschiedliche Mengen. Es geht uns jetzt hier beim Aufbau des Line-Ups einfach darum, dass zum einen die Menge eindeutig ist, trotzdem der Hund jetzt aber auch schon lernt, dass er sich immer auf unterschiedliche Intensitäten seines gefundenen Stoffs einstellen soll. Darum empfehlen wir ohnehin niemals, mit wenigen Ausnahmen, zweimal in Folge denselben Becher suchen lassen, vor allem wenn es um Line-Up und Sendwill geht, sondern wir empfehlen hier immer mehrere Probebehälter vorzubereiten. Wir wollen ja Spürhunde ausbilden, die ihre Stoffpalette kennen und Spezialisten werden in ihrer Stoffpalette und nicht Vollprofis werden im Bereich des Findens dieser einen Probe. Ja. Gut, Rip ist vorbereitet, Stoffe sind vorbereitet. Der hat jetzt seine Einstellrunde noch hinten in den Kojen an der Ziegelwand bekommen. Das kennt er, da hat er auch schon die unterschiedlichsten Mengen durch. Und jetzt gehen wir gleich ans Line-Up. Ich platziere die erste Probe und los geht's. Sit. Super. Zack. Super. Erstes gefunden, was nicht schwer war. Ich tausche den ersten gefundenen aus, platziere hier einen leeren und gebe einen neuen Kong rein. Sit. Du brauchst keinen Gehorsam am Anfang, okay? Gar nicht, einfach aus Natürlich. der Mitte. Du hältst ihn. Von hinten einwerfen. Nur an der Halsung halten oder wie? Rip, komm. Die Idee ist immer, und du hast das eigentlich schon ein paar Mal gesehen von mir, du startest den Hund an der Halsung. Wir brauchen jetzt hier keinen Gehorsam an sich. Du hast die Zeigehand immer an der ersten Box. Mit Futter. Ohne Futter. Bist du wurfbereit? Ja. Und dann lasse ich den Hund nach vorne schnellen. Okay? Gut. Wenn er frisst, komm! Super, dann kannst du mir bei dir auch noch mal was geben. Gut. Gut, Rippel. Hat die bei mir. Und das gehört natürlich alles zum Training dazu. So, jetzt haben wir schon wieder die nächst kleineren Kongstücke drin. Wir haben 3 Behälter, gehen aber wieder auf 1 Retour. Zack. Super. Komm. Stoff ist auf 4. Zack. Und das ist der Lernprozess des Hundes. Da bleiben wir am Anfang nur stehen. Gut. Super. Alles klar. Dann machen wir 5 Becher Stoff in Box Nummer 2. Weiterhin klicken oder immer was anderes? Du variierst die Art und Weise. Geht schon? Zack. Jawohl. Supi. Als nächstes haben wir 5 Boxen, Stoff in Box Nummer 5. Zack. Super. Gut. 6 Boxen, Stoff in Box Nummer 4. Los geht's. Stoff in Box Nummer 4. Wir achten hierbei darauf, dass wir immer mehrfach wiederholen, wo tatsächlich der Stoff ist, vor allem in den ersten Suchen. Warum? Weil es
nicht erst einmal vorgekommen ist, dass man versehentlich irgendwo noch die alte Stoffprobe hinterlassen hat. Supi. Und der Hund alles richtig macht und der Hundeführer damit rechnet natürlich, dass der Hund dort anzeigt, wo man sich das ausgemacht hat. Stoff in 1. Zack. Mitte. Rup. Gut. Zack. Super. Komm. Und wirf nicht immer so nach vorn, lass es einmal nur einfallen, okay? Ja. Dass dann nicht immer die Erwartungshaltung so nach vorne richtet. Ja. 8 Boxen, Stoff auf 6. Zack. Abrufen. Und neu starten. Jetzt sind wir beim jungen Hund, beim Lerner. Und da gehört all das zum Lernen dazu. Perfekt. Zack. Gut, das passiert. Lass es drin. Haben wir einen kleinen Verleiter mit dabei. Abrufen. Komm. Und hier ist es Wichtige an sich, das ist natürlich manchmal beim Line-Up schwierig, aber Ziel ist, dass du zwischen Anzeigepunkt und Vorderläufe belohnst. Ja. Warum? Damit der Hund eben nicht anfängt, Er vom Anzeigepunkt so nach vorn zu driften. hat ein bisschen nach oben geschaut. Ist so, ja. Und deswegen müssen wir bei der Ziegelwand schon schauen, aber auch hier, dass du von seitlich links, rechts einwirfst, beziehungsweise Futter oder Beute, damit die Erwartungshaltung des Futtererhalts am richtigen Punkt ist. Nächste Runde, 9 Boxen. Stoff in Box Nummer 3. Komm. Los geht's. Stoff in Box Nummer 3. Zack. Klasse. Gut, 13. Durchgang schon. Supi. 10 Boxen, Stoff in Box Nummer 9. Zack. Innehalten, genau. Sehr gut. Supi. Das wäre jetzt eine schöne Anzeige. Versuchen wir es jetzt noch einmal, dass du mal also versuchst bestmöglich zwischen Kann ich Anzeigepunkt. jetzt schon das Futter in die Hand nehmen? Oder? Auf jeden Fall. Gut. Und das ist ja Punkt. Also an sich versuche ich von Anfang an auch mit Futter in der Hand zu arbeiten. Ob du das Futter jetzt in der linken Hand an Leine Halsung oder in der rechten Hand Zeigegeste von der hast, Ziegelwand auch von der rechten Hand. dann mach's ruhig so. Moment, ist noch nichts drin. Wir haben jetzt 11 Boxen, Stoff auf 1. Zack. Gut. Super. Und das braucht natürlich noch ein bisschen Handling von beiden. So. 12. Auf 12. Auf 12. 12, 12. Zack. Gut, schön geworfen. Komm. Klasse. Jawohl. Und man darf natürlich nicht vergessen, Super. wir sind hier im Training drinnen, wir sind im Lernen drinnen. Und Lernen schaut oft nicht perfekt aus. In Wahrheit aber ballern wir da gerade eine nahezu perfekte Session runter, worüber ich mich natürlich sehr freue. So, letzter Durchlauf, 12 Durchgänge, 12 Boxen leer. Wir enden mit einer Leersuche. Das heißt, Am Ende aufrufen. wenn der Hund bei der letzten Box anriecht, ruf ihn ab. Zack.
Sehr gut. Super. Gut gemacht, Rüpsel. So schnell kann es funktionieren. Wir haben das Line-Up jetzt aufgebaut. Der Rip, der jetzt noch eine Runde mit dem Cool sausen darf, hat seinen ersten Run am Line-Up, finde ich, großartig gemeistert. Und insofern war es auch der erste Hund, Sabrina, den du ans Line-Up geführt hast. Genau. Die Sabrina hat jetzt im Rahmen unseres Instruktorlehrgangs den Rip von uns bekommen, um ihn aufzuziehen, um ihn zu trainieren. Und weil es für den jetzt schon in wenigen Wochen quasi an die Dienststelle geht, wollen wir jetzt natürlich noch dem Hund einiges mitgeben, dass er einiges kennenlernt über die Grundlagen und über das Fundament, die Basis hinaus. Wir haben uns noch kurz besprochen, bevor wir die Hunde rausgelassen haben, was ist wichtig für das nächste Mal zu berücksichtigen. Zum einen der Start. Das heißt, wir wollen sicher gehen, dass der Hund wirklich immer dort zu suchen beginnt, wo die Zeigehand hinzeigt. Und deswegen lassen wir zu Beginn auch gut und gerne den Gehorsam eigentlich außen vor, halten den Hund lediglich an der Halsung und führen ihn eigentlich an die erste Box dran. Erst wenn die Nase in der ersten Box drin ist, gehe ich mit der Zeigehand weg und gehe im Bedarfsfall hinter dem Hund mit oder lass sogar einfach die Leine durchlaufen, bleib quasi beim Ausgangspunkt stehen und klick den Hund raus, werf Futter ein oder ruf den Hund ab. Wir haben noch während der Session besprochen, dass wir versuchen, zwischen Anzeigepunkt und Vorderläufe zu werfen, damit wir eben auch verhindern, dass der Hund quasi im Anzeigeverhalten plötzlich im Blickfeld nach oben driftet, weil er es gewohnt ist, dass die Belohnung, also Futter oder Spielzeug, über ihn hinausfliegt. Denn er soll eigentlich damit rechnen, dass es zum Anzeigepunkt fällt. Bei den Hunden ist der Wunsch des Auftraggebers, dass sie stehen starren. Und der stehen starrende Hund, den haben wir generell meist etwas dichter und näher am Anzeigepunkt dran als den sitzend starrenden Hund. Aber wie gesagt, das ist eben so auch wirklich erwünscht. Wie geht das Ganze jetzt weiter? In den nächsten Sessions werden wir den Deckel zumachen. Wir werden schon Verleiter reinpacken. Wir bleiben aber noch in den klaren Suchen, damit die Hundeführerin den Hund bestmöglich unterstützen kann. Schnell richtiges Einnehmen vom Zielverhalten verstärkt und wir das ganze Training auf einen neuen Level heben. Wenn euch das interessiert, dann checkt unsere Lehrgänge. Die sind ausgeschrieben für 2026 in Deutschland und Österreich. Wir haben den Grundkurs Spürhundeführer und wir haben auch einen Spürhunde-Instruktor-Lehrgang, der allerdings nur bei uns hier in Österreich stattfindet, vorerst, und im April startet. Die beiden Grundkurse für Spürhundeführer starten schon im Jänner 2026 und abseits davon könnt ihr euch zu jeder Zeit bei uns auf der Website ins Online-Training einbuchen für 1 Monats-Abo, 3 Monats-Abo oder 6 Monate, die ihr von uns begleitet werdet im Online-Training und genauso einen Spürhund ausbilden könnt. Zu guter Letzt, wir haben zu diesen Themen natürlich auch zahlreiche Webinaraufzeichnungen. Auch die findet ihr bei uns im Shop. Da findet ihr Aufzeichnungen von 2023, 2024 und 2025. Bestimmt genug zum Schauen. Viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal bei Kynotech.